Viele Labore haben den Sprung vom Papier zum ELN, dem elektronischen Laborbuch, geschafft. Doch nach dem großen Rollout folgt oft die Ernüchterung. Die Daten sind zwar digital, stecken aber fest in neuen Silos. In diesem Weekly Talk räumen wir mit dem Mythos auf, dass ein ELN alleine die Digitalisierung bringt. Wir sprechen darüber, wie die Brücke zwischen IDBS, Laborgeräten und zum Beispiel SAP aussehen kann, um aus isolierten Datensätzen echte, verwertbare Ergebnisse, zum Beispiel in Form von Dashboards, zu generieren. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. So, mein Lieber. Wie lange bist du jetzt im ELN-Umfeld unterwegs? 6 Jahre, so um den Dreh. Wenn du mal so zurückblickst, das große Versprechen in den Laboren im Sinne von Digitalisierung, weil alle haben mit Klappen gearbeitet und dann, wir müssen das jetzt alles irgendwie digital handhaben. Hype. Das war, jetzt mal digital, jetzt neue Welt, es ist alles besser, es ist alles schön. Ja, aber Hype halt, kennen wir auch. Kann man dann sogar sagen, man spricht ja oft dann, wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, dann bleibt der schlechte Prozess auch schlecht. Also kann man das auf Laborsysteme oder Laborumgebungen auch betrachten? Also im Sinne von, muss ich den ganzen Kram, die ganzen Abläufe auch irgendwie überarbeiten und neu modellieren? Absolut. Da muss ich schauen, wo kann mich Software unterstützen und wo kann ich auch meine Prozesse optimieren. Das sind beides Dinge, die da mit reinspielen. Das Generelle einfach so weitermachen. Ist das auch ein Stück weit unsere Arbeit, weil IDBS ist ja selber, also IDBS, vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz erklären, ist ja irgendwie, kann man sagen, Marktführer oder geht das zu weit? Ja, in Teilen hat es vielleicht auch mal gestimmt. Kommen wir ja nachher noch zu. aber natürlich ist dort sehr viel möglich, was das ELN und was auch Prozesse, nachgelagerte Prozesse betrifft. Es gibt da sogenannte Spreadsheets, das hat nichts mit Excel zu tun, wo ich wirklich einen Laborprozess abbilden kann, aber auch nicht vollständig, nur in bestimmten Teilen. Und das ist dann noch ein Stück weit unsere Arbeit gewesen, weil IDBS selber ist leicht zu implementieren, also da installiert, ausgerollt und dann fängt es aber im Grunde an, spannend zu werden, weil ich dann in diesen Spreadsheets alles designen muss, oder? Absolut. Und das sind auch so 2 Phasen gewesen. Die erste Phase war wirklich, ich bringe das digitale System an den Start. Ich habe es vorhanden zur Nutzung und ich habe erste Prozesse umgestellt, dass ich nichts mehr notiere. Aber jetzt, wenn ich alles digital habe, wie läuft mein weiterer Prozess? Wie läuft mein Probenmanagement, ist eins der Themen. Wie habe ich bestimmte Erfassung von Daten? Weil ich will ja nicht ein Boost erfassen, ich will ja nicht Datenmenge produzieren, sondern ich will ja sinnvolle Daten produzieren. Kommt dann irgendwann die Erkenntnis so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt alles laufen, wir haben jetzt alles digital, wie geht es denn jetzt weiter? Oder ist das ohnehin dann der Plan gewesen, irgendwann, wenn alles digital ist, weiter zu operieren? Es war von vornherein eine zweite Phase geplant, aber es war auch zwischendurch eine Ernüchterung da, nach dem Motto, da muss doch schon mehr gehen, da muss doch schon was rausspringen, weil ich setze den Leuten ja den Labormitarbeitern ja auch eine gewisse zusätzliche Hürde. Das heißt, ich erfasse mehr Informationen, ich zwinge sie auch an ein Gerät, wo sie Daten nochmal eingeben, wo sie Informationen eingeben. Und da muss ich ja was rausbekommen am Ende vom Tag. Welche Systeme laufen dann? Weil wir haben ja dann eine relativ große Datenmenge in dem IDBS drin stecken. Welche Systeme laufen dann typischerweise parallel, die möglicherweise angebunden werden müssen? Es gibt also ich habe, wenn ich jetzt diesen Experiment oder diese Erstellung von meinen Versuchen, von meinen Experimenten sehe, dann habe ich diese Definition auf dem ELN. Dann habe ich aber Laborgeräte, die ich benutze. Ich habe verschiedene Daten, die von diesen Laborgeräten kommen. Und dann habe ich halt klassischerweise dort eine Middleware, die mir Daten, die das Laborgerät erzeugt, gibt. Ich habe aber auch Systeme, die komplette Läufe von Laborgeräten da in dem System speichern, was das IDBS nicht gut kann. Es gibt das in Teilen, aber es gibt dort deutlich bessere Produkte, die gerade diese Läufe und auch, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, ich möchte ja auch mein Labor automatisieren, wie ich dann Anweisungen für meine Laborgeräte rausgebe, damit dort bestimmte Prozesse automatisiert und effizient ablaufen.
Ist das eine Stärke von IDBS, dann die Anbindung von Drittsystemen? Oder muss man da wieder als Dienstleister, müssen wir da Hand anlegen und dann Schnittstellen und Brücken oder was auch immer bauen? Ja, da geht es, glaube ich, nicht ohne ein Verständnis, was andere können und was andere auch benötigen. Ich habe ja sehr oft in größeren Konzernen oder generell bei IT-Landschaften verschiedene Drittsysteme. Es ist ja nicht immer das gleiche Drittsystem. Also der Kunde, wo ich gerade unterwegs bin, da wäre es TetraScience, ein Drittsystem. Oder wir haben das Smart Data Cockpit, mit dem ich bestimmte Daten aus den Laborgeräten raushole. Das kann aber auch beim nächsten Kunden ganz anders aussehen. Und ich muss ja irgendwo verstehen, welche Landschaft finde ich vor, welche Daten bekomme ich, welche Daten gebe ich raus. Also diese Interaktion, das ist von Hause aus nicht mit drin. Es gibt die Schnittstellen, aber da liegt wirklich Know-how und auch Kompetenz drin, das so umzusetzen, dass sie miteinander sprechen. Und wie muss man sich das auf der IDBS-Seite dann vorstellen? Gibt es dann da Konnektoren oder gibt es da Schnittstellen, die müssen aber konfiguriert oder wie auch immer werden, damit dann... Genau. Da wird es auch dann spannend, weil wenn ich sehe, was ich an Grunddaten in so einem System drin habe, die Experimente, aber auch für meinen ganzen Process Flow, also für meine ganzen Prozesse, die da ablaufen, wie hole ich die Daten so raus, dass sie auch Sinn ergeben? Da ist gerade nicht so eine... Wir sind im guten Gespräch mit IDBS, würde ich mal sagen, aber da hat man auch erkannt, dass es da noch Verbesserungspotenzial gibt. Aber ist dann schon spannend, dass dann so ein, sagen wir mal, so ein Platzhirsch, der ja lange im Markt ist wie IDBS, dass die sich dann doch an gewissen Stellen, sagen wir mal, schwer tun, um den Anforderungen, die dann so in den Laboren bestehen, die zu erfüllen, oder? Ja, weil das halt alles so den Ansatz verfolgt hat, ich biete euch alles. Aber das ist nicht die Welt, weil halt in ganz vielen Unternehmen ja bereits andere auch schon gesetzt sind oder bestimmte Dinge auch einfach nicht gut genug sind oder nicht umfangreich genug sind. Und dann brauche ich dieses Drittsystem. Und wenn ich jetzt auch mal in die Datennutzung reinschaue, wenn ich jetzt so ein Data Store mache, dann möchte ich ja nicht nur ELN-Daten drin haben, sondern ich möchte ja von 3, 4 anderen Systemen meine Daten zusammenziehen als Unternehmen, um dann eine Komplettsicht drauf zu bekommen. Und dann ist IDBS, das ELN, wieder ein Silo. Also ich muss aus dem Silo raus. Wenn man jetzt so an die Laborgeräte denkt, da sind ja dann vermutlich Geräte unterschiedlichster Hersteller, da hat jeder so seine eigene Schnittstelle oder so. Wie kommt man an die Daten dann ran? Ist das dann wieder die Welt einer speziellen Software oder? Genau, das wäre zum Beispiel so ein Smart Data Cockpit, wo ich dann halt über Schnittstellen mir die Daten rausziehe. Ich habe letzte Woche noch mit einem Labormitarbeiter gesprochen, der an manchen Stellen auch ein Stück weit verzweifelt war, weil halt bestimmte, es ist alles schön in der digitalen Anzeige, wenn er am Gerät steht, aber der Datensatz, der hinten rauskommt, den ich irgendwie übertragen kann, möchte irgendwas ganz Einfaches, tabellarisch nur haben, ist manchmal sehr schwierig. Und da sind halt hier und da auch kleine Schrauben, an denen man drehen muss. Wie lange dauert dann so eine Integration? Also geht das binnen Tagen oder braucht man dafür Wochen oder noch länger? Das Feld ist ja unheimlich breit. Ich habe ja ganz viele verschiedene Geräte. Und man muss da ehrlich sein, realistisch sein. Für diese Breite brauche ich Monate, wenn nicht sogar Jahre, um das zu machen. Ich bin ja auch nicht auf der grünen Wiese. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ich habe meinen Bestand und damit muss ich umgehen. Wenn dann die Daten zusammenfließen, wir bauen ja dann, sagen wir mal, Dashboards, die diese ganzen Daten dann irgendwo visualisieren. Kommen die Daten dann also fließen die in IDBS zusammen, wo das Dashboard dann zugreift, oder ist dann nochmal irgendwie eine andere Ebene, wo... Genau, eine andere Ebene. Okay. Wir haben dann einen Data Store, weil ich möchte ja aus verschiedenen Systemen die Daten zusammenbekommen. Und ich möchte ja die Läufe, die ich zum Beispiel mit meinem Laborgerät habe, möchte ich wissen. Ich möchte aber auch genau wissen, wie lange läuft die Maintenance noch? Ist das Gerät überhaupt kalibriert? Da gibt es ja verschiedene Datentöpfe, wo die Informationen drin stecken. Wir haben ja nun verschiedene Dashboards gebaut. Wir wollten eigentlich eins zeigen, haben dann aber festgestellt, wenn wir alle sensiblen Bereiche ausschwärzen würden, dann wäre die Grafik schwarz. Also lassen wir es lieber.
Welche Techniken nutzen wir dann da, um diese Dashboards zu bauen? Kommen dann Power BI und solche Sachen? Ja. Das heißt also, dann schließt sich dann quasi wieder der Kreis, wenn der Kunde sowieso in der Microsoft-Welt unterwegs ist, dass man darüber dann. Was können welche Erkenntnis ist dann sozusagen neu, also wo dann quasi Laborleiter gesagt haben, boah, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass das. Gibt es viele verschiedene. Banales Beispiel. Ich habe da ein teures Gerät stehen und realisiere plötzlich, das liegt ja 2/3 der Zeit unbenutzt rum. Das heißt also, ich habe irgendwo, wenn ich Daten zusammenbringe, wenn ich wirklich sehe, wie oft wird was genutzt, wo kann ich optimieren, wo kann ich auch, das war dann auch ein System, was wir noch gebaut haben, wo kann ich auch ein Laborequipment buchen. Das heißt also, ich habe meine Daten im IDBS ELN drin stehen, im sogenannten Inventory Manager, und wie kann ich dann den Invest, den ich getätigt habe, optimieren, und wie kann ich dann zum Beispiel so ein Laborgerät buchen, wenn es ein sehr interessantes Laborgerät ist, damit ich es wirklich auch gut auslaste. Kann man das mal so quantifizieren, wie viele Laborgeräte dann in so einem Pharmaunternehmen? Tausende. Echt? Ja. Also um nur mal so die Größenordnung. Ne? Man Ja. denkt ja immer, naja, Digitalisierung, glatte, eine Woche und los geht's. Aber das ist ja nun wirklich eine riesige Anzahl an Einheiten, Objekten, Geräten, die da verwaltet werden müssen. Was im Umkehrschluss natürlich auch bedeutet, dass jede Menge an Daten anfallen. Genau. Das ist an der Stelle, ich habe ja wirklich sehr kleine oder banale Dinge, die ich da erfasse, aber ich habe auch die großen Geräte, und gerade diese, wenn ich jetzt auch von der Automatisierung spreche, da bekomme ich natürlich enorm viel Daten auch raus, die am Ende vom Tag auch verstanden werden wollen. Wenn dann so, du hast ja am Anfang so den Prozess so erklärt, so, ne, dann ist man digital unterwegs und dann fangen die dann an, aus den Daten Mehrwert zu erzeugen. Wenn man dann so Blut geleckt hat, also ist es dann so, dass dann immer mehr Ideen kommen und man quasi, versuche jetzt den Bogen in Richtung KI zu bringen, also wo man dann sagt, was liegen da möglicherweise noch für Schätze in Unbedingt. Also das ist einer der Ansätze, wo ich wirklich dann reinschauen möchte, was kann ich aus meinen gewonnenen Daten ableiten? Was kann ich an Vorhersagen treffen? Da wird's ja Und, interessant. und wo kann ich dann auch eine Richtung einschlagen, in die ich dann weitergehen möchte mit meinen nächsten Versuchen? Wie geht der Platzhirsch IDBS dann mit dem Thema KI um? So wie alle, sie schreiben sich auf die Visionen. Fahnen, genau. Aber die Hürde ist natürlich da. Und wenn ich jetzt einfach nur diesen großen Datentopf sehe, ist es unheimlich schwierig, aus diesem Datentopf die Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, ich muss meine Daten so verbessern, damit sie auch KI-tauglich sind. Häufig hört man das Schlagwort an AI-ready. Da ist schon was dran. Natürlich kann ich die Riesenmenge nehmen, aber in dem Augenblick, wo ich meine Daten besser strukturiert, besser geclustert habe, habe ich eine höhere Qualität für die KI, um wirklich dann auch dort angreifen zu können. Aber das ist ja schlussendlich auch eine Domäne, in der wir uns gut auskennen. Also angenommen, IDBS würde da eben jetzt nicht, sagen wir mal, adäquate Verbesserungen liefern, dann könnten wir ja dadurch, dass wir eben die Daten gut kennen, mit unseren Methoden, mit unseren Werkzeugen dem Kunden helfen, quasi da Datenschätze zu heben, die möglicherweise irgendwo schlummern. Absolut. Wir sind ja jetzt IDBS-Partner. Wir haben, sagen wir mal, mit relativ leichter Hand die Anforderungen, die man normalerweise erfüllen muss, Zertifizierung und sowas, der Mitarbeiter bewältigt, weil wir halt lange im Thema drin sind. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil jetzt für uns, IDBS-Partner zu haben? Haben wir da einen direkteren Zugang zu den relevanten, sagen wir mal, Entwicklern und Architekten? Oder? Man kennt sich ja über Jahre schon, und man hat eine gewisse vertrauensvolle Zusammenarbeit auch entwickelt. Das hatte hier und da mal geknirscht. Wie das was gut so, ist. Genau. Man muss sich aneinander reiben, um da auch zu optimieren. Und ich bin ja letztes Jahr auch im IDBS Headquarter in Woking gewesen. Und es ist dann schön, mal bei den Leuten am Schreibtisch vorbeizugehen und mal da nochmal ins Gespräch zu kommen, auch zu schauen, wo geht die Reise in die Zukunft hin, wo sind IDBS-Stärken, wo sind noch Dinge, die Schwäche, sagen wir einfach so,
aber wo können wir auch als Partner ergänzen? Wo können wir mit unserem Verständnis, wie eine IT-Systemlandschaft funktioniert und wie viele unterschiedliche Drittsysteme es gibt, wo können wir da echt einen Mehrwert schaffen? Ist das was Besonderes gewesen, dass du dort warst? Oder wird quasi jeder Partner dann mal so in dieses Headquarter eingeladen? Oder hast du einfach eine besondere Beziehung? Oder kennst du die relevanten Leute, dass sie gesagt haben, hey, der bringt Input mit, das wäre durchaus mal interessant, so aus dem Feld zu erfahren? Und ich war zum einen für eine Konferenz da, die i3, die IDBS dort im jährlichen Rhythmus anbietet, aber gleichzeitig, weil man sich vorher kennt, dann mal Einfach die Gelegenheit zu. die Gelegenheit. Was ja super ist, ne? Was wirklich genial. Wir zwei sitzen hier, das ist eine ganz andere Klar, Nummer klar. und da kann man natürlich auch noch mal bei einem Kaffee oder nebenbei und wir ziehen einfach mal den noch mit hinzu. Klasse. Ich will jetzt wieder nicht wieder Microsoft-Bashing betreiben, aber das war ja das, was uns stark gemacht hat in den 80er, 90er Jahren, einen direkten Draht zu Microsoft zu haben. Nicht zuletzt durch Expertise auf beiden Seiten, die man zusammenbringen konnte, um dann am Ende des Tages mit einem guten Ergebnis wieder nach Hause zu fahren. Wenn du jetzt mal, ich meine, es gibt ja noch weitere IDBS-Partner, das würde ich jetzt nicht als Werbeblock verpacken, aber wo siehst du denn unsere Stärke, wenn du andere IDBS-Partner mit uns vergleichst? Weil wir machen ja nicht nur IDBS und nicht nur Laborthematiken. Ist das eine Stärke? Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, dieses Verständnis von anderen Systemen, dieses Miteinander und wo habe ich meine Datentöpfe? Wie bringe ich diese Datentöpfe zusammen? Das ist ja auch ein Thema, was wir aktuell sehr, sehr intensiv betreiben, wo ich baue meine Pipelines, ich bringe die Daten rein. Das zeichnet uns aus an der Stelle. Und da wir bei verschiedenen Kunden unterwegs sind, sehen wir halt natürlich auch sehr viele verschiedene Systeme und sind da flexibel, müssen da flexibel sein, aber ich glaube, das zeichnet uns im Vergleich zu anderen Partnern auch aus. Und das höre ich so aus den Gesprächen raus, wenn ich mit den IDBS-Leuten mal spreche, wo sind so Druckpunkte oder wo gibt es noch Bedarf? Wenn jetzt ein Kunde, Pharmaunternehmen, kein IDBS im Einsatz hat, weil es gibt ja noch andere Systeme. Die Benchlinks dieser Welt Genau. oder wie auch immer. Genau. Könnten wir dann aus deiner Sicht genauso gut helfen oder ist die Kenntnis über das Werkzeug, das System, was beim Kunden eingesetzt wird, wichtiger? Wir haben beides. Wir haben das Know-how, das Grundpharmaverständnis. Okay. Und damit ist es egal, ob ich mit einem Mercedes, mit einem BMW oder mit was auch immer fahre. Ich kann Auto fahren. Und natürlich fühle ich mich in dem IDBS gerade persönlich sehr, sehr zu Hause. Aber Autofahren. Am Ende des Tages, ja, es ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt wirklich mal grüne Wiese, aber wenn du jetzt einem Unternehmen raten würdest, was eine ELN einführen wollte, was wären die zwei wichtigsten Schritte, die das Unternehmen? Ich muss von vornherein auf meine Prozesse schauen. Ich muss von vornherein auf meine Systeme schauen, die ich habe. Wie gewährleiste ich nachher das Zusammenbringen der Datentöpfe? Was sind meine Erkenntnisse, die ich aus den Daten bekommen möchte? Wir sind weg von dieser Geschichte oder es ist eigentlich gesetzt, dass wir digital sind. Und da müssen wir schauen, wo habe ich die Informationen, wie bringe ich sie zusammen? Ich will die Daten, ich will was rausbekommen. Und ist es dann besser, zuerst den Prozess zu überarbeiten oder ist es und dann sich zu überlegen, welches System passt jetzt am besten? Mein Ansatz ist immer eine hohe Flexibilität. Ich will nicht im System meine Prozesse 1:1 abbilden, weil da verbiege ich das System, da mache ich es kompliziert, sondern wo sind meine Dinge, die für mich unverrückbar sind und wo habe ich selbst Flexibilität, um mich, also es ist von beiden Seiten ein Aufeinander annähern. Also ein hochspannendes Thema. Ne? Also wir haben ja, im Laufe des letzten Jahres haben wir schon mal ein ELN-Ding gemacht, wo es eher um die glatte, um die Grundlagenerklärung ging. Aber wenn man das jetzt so hört, zum einen deine Begeisterung und wie komplex das ganze Thema dann ist, wenn ich mich mal auf den digitalen Weg gemacht habe, das ist schon hochspannend. Und da ist tatsächlich ganz, ganz viel
Spannung noch drin, was kann ich aus den Daten herausziehen. Und natürlich auch mit KI, also es ist jetzt nicht, weil alle über KI reden, reden wir auch über KI, aber wo viele Daten entstehen, da kann ich natürlich auch mit KI unglaublich viel machen. Da muss ich eigentlich Ja, machen. ja, absolut. Ja, aber das ist das Ding. Ich investiere ja so viel. Die Zeit der Mitarbeiter, die Systeme, die Betreuung. Da will ich ja was Ja, rausbekommen. klar, absolut. Und da will ich auch den Vorteil dann haben, Absolut. was sehe ich in den Daten. Und wenn es am Ende nur ist, dass ich erkenne, das teure Laborgerät, was ich seit Jahren denke, dass es intensiv genutzt wird. Naja, Das war ja bewusst so ein transportierbares Beispiel. Ja, absolut. Es gibt Sehr gut. natürlich noch viele andere, aber da müssen wir, glaube ich, so ziemlich lange drüber reden und ziemlich viel vorweg aber das ist ja eine erzählen. Steilvorlage. Ne? Wir sind ja nun wirklich sehr tief in diesen Pharma-Themen und wir wollen ja auch im Weekly Talk ein bisschen stärker darauf einwirken, dass wir uns einfach in Kürze oder im Laufe des Jahres, sagen wir mal so, wieder zusammenhocken und dann nochmal tiefer reingehen. Dann können wir vielleicht auch das eine oder andere Dashboard nochmal rausholen oder vielleicht mit dem Kunden sprechen, inwieweit er bereit ist, dass wir da dann einfach mal einen Blick drauf werfen. Absolut, sehr spannend. Großartig, Jörg. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Immer eine Freude. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.